Tangle Tower. Yeah. Nein, das ist falsch. Nope. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau aufgehört haben. Es war... Wir hatten diese Fälle aufklären Ding. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Was ist das denn? Ich sollte mit Flora reden. Das werden wir machen. Aber da ist jetzt jedenfalls, man sieht es nicht, weil die Charaktere drin stehen. Aber da könnten wir jetzt jedenfalls mit ihr genau diesen Verdacht äußern. High Definition, okay. Hi, danke für den Follow. Vielen Dank dir. Wir könnten sie natürlich auch noch auf die ganzen anderen Sachen ansprechen, aber ich glaube nicht, dass sie zu irgendwem was sagen wird, oder? How are you two related? Did you kill Freya? Grimoire. What? I don't even think she's listening. Ja. Oh, she's listening. Oh, she is listening. Ja, schon. Ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt hier zu den ganzen Sachen zu befragen. Vielleicht zum Did you ask Porträt. Freya to paint this? Or was it her idea? What is that you're holding in the painting, Flora? Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie erst am Ende vom Spiel wird sie dann tatsächlich mal ihre Stimme benutzen. Saying it's a knife. Oh mein Gott. Oh no. Damn, I didn't expect this. Hi, The Mango Trap und hi, Raider. Wie geht's euch? Wir müssen jetzt hier irgendwie diesen Verdacht. So, this painting, specifically that knife in Flora's hand. Yeah, it's creepy. But we didn't find a knife anywhere in the room. So, what's going on? Ich habe halt keine Ahnung. Also, ich verstehe das noch nicht so ganz, wie wir das mit diesen Verdachtsäußerungen machen. Wobei ja schon mal jemand gesagt hat, es ist kein Messer. Aber was soll es sonst sein? Vielleicht könnte es eine Feder sein? So irgendwie, wie das gebogen ist? Keine Ahnung. Ich bin schon nachvollziehbar und 10 Minuten ist echt nicht so lang. Ja, denke ich mir auch. Und die meisten Trolle, die halten das dann halt auch nicht so lange aus. Dass sie da extra 10 Minuten reinfolgen, sondern die wollen ja reinkommen und direkt irgendeinen Müll schreiben. Meistens. Manche halten es schon so lange aus. Aber ja, das Messer wurde vom Mörder entfernt. Würde ich sagen, oder es ist gar kein Messer? It's not a knife. Hat ja schon mal jemand gesagt. We need a clue to compare with the painting. Something to explain what that knife shape actually is. Boah, ich habe halt keine Ahnung, was es sein könnte. Pflanzen, kunstvolle Pflanzenkelle. Maybe. Sowas hier. Ich weiß nicht, warum das hier Sinn machen würde. Lass die mal Müll schreiben, dann kannst du mit denen etwas spielen. Nee, es ist nicht das, was ich möchte. Definitiv nicht. Überhaupt nicht meins. That kinda makes sense, but no. Okay. Aber es würde Sinn machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach ein großer Pinsel. That's not it. Ich weiß nicht, okay. Ja, dann habe ich keine... Oder eine Feder. Diese Feder. Der Tintenklecks. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gerade voll klug, oder? Bitte lass es sein. Let's take a closer look Ha. at this. Yes. Cool. Nee, es gibt mir überhaupt nichts mit Trollen zu interagieren. Das ist für mich einfach nur stressig und nervig und selbst wenn es vielleicht irgendwie mal lustig ist, das ist einfach nicht die Art, wie ich damit umgehen möchte und mir irgendwie anders hinsetzen.
Ich trage ein Kleid. Habe ich nicht so ganz durchdacht, wie ich am besten bisexuell sitzen soll, wenn ich dieses Kleid trage. Egal. Okay, ja. Eine Feder. Tatsache. Also sieht halt auch, das hat halt genau dieselbe Form. Wurde erschaffen durch, ist eigentlich, so ein Märchen von einem Tintenklecksvogel. Das ging jetzt voll schnell. Sonst brauche ich damit immer voll lange. Ja? It's definitely the right shape, but the book's not in color. The thing Flora's holding in the painting is red and white, specifically. Is there anything to suggest that the ink dip bird is red and white too? I don't know. Haben wir irgendwas? Was? Kann man da einfach mal reinschauen? Da steht leider nichts von Farbe, gell? That's not it. Wieso steht da nichts von der Farbe? Es wird doch voll Sinn machen, wenn die Farbe auch mit da drin stehen würde. Vielleicht ist da auch so ein kleiner Vogel dabei? It is. It is ein rot-weißen Vogel. Damn. Hi, Harry. Hellfire. Wie geht's? Wie steht's? Okay. Ha. Ja. This little thing? I don't understand why Felix would make a model of this bird as part of a gift for Flora. And come to think of it, why would Flora be holding a feather in the painting anyway? Vielleicht ihr Lieblingstier einfach? Vielleicht sowas Einfaches? Oder haben sie diesen Vogel irgendwie als Haustier? Oder hatte sie den vielleicht mal als Kind als Haustier oder sowas? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. War Pennys Haustier? Okay, das könnte echt sein. Also die anderen Sachen... Der Tintenklecksvogel? Vielleicht einzelne Feder? Dass ich mit den zwei Sachen was machen muss? War Teil von Fifis Experimenten? Der Tintenklecksvogel war Floras Haustier. Sie behielt eine einzelne Feder als Druckmittel, als Andenken, um es allen zu zeigen, später zu zerstören. Nee, als Andenken. Also das wird Sinn machen, finde ich. Alles gut, Wochenende gut überstanden. Das ist schön. The ink dip bird was Flora's pet, so she kept a single feather to remember it by. Nice, gerade hab ich voll den Run. As a pet. And it died? Maybe it flew away. Flora spends all her time staring out the window. Either way, she kept the feather. I think it was pretty important to her. All right. So she was holding the feather while Freya was painting her. But where is it now? You'd think she'd keep it somewhere close by. Yeah, I think she does. Normally. This is where Flora usually keeps her feather. Ah, in dem Ei. Deswegen war da nichts drin. But we opened it. It's empty. Mm-hmm. Ja. Completely empty. Genau. Flora? Talk to us. She's pointing at something in the corner of the room. It's just a pile of books. They're not... Wait, there's something tucked inside this one. Okay, was? Eine Zeichnung von Flora und einem kleinen Vogel. Auf der Rückseite steht eine handschriftliche Nachricht. Das ist für dich, hab dich lieb, Kuss Freya. Okay, also sie hatte wohl tatsächlich mal so einen kleinen Vogel. Yes. Yes.
Babyvögelchen? Ja, oder? Voll cute. Okay. Könnte man eigentlich noch einen anderen Verdacht äußern? Specifically that knife in Flora's hand. Oder... It's creepy. But we didn't find a knife anywhere in the room. So, what's going on? Ich habe das Spiel immer noch nicht so ganz geblickt. Also, es ist kein Messer. Wenn ich jetzt die anderen zwei The auswähle, knife is still in this könnte ich room. damit auch was Wait, machen? I'm confused. Me too. So, what's going on? Okay, also es gibt dann auch, glaube ich, nur immer die eine Möglichkeit. Ich kann nochmal schauen, ob das andere gehen würde. The knife was taken by the murderer. Wait, I'm confused. Me too. Okay. Okay. Es macht halt auch wenig Sinn, sie jetzt zu Sachen zu befragen, gell? Wir können ihr mal die I like Zeichnung these zeigen. drawings, Flora. Is there a reason why you wanted us to see them? Das ist natürlich alles mega hilfreich, wenn sie nicht mit uns spricht. Aber gut. Dann haben wir das jetzt. Wir können ihn mal dazu befragen. Er weiß doch bestimmt mehr. Er hat ja auch extra dieses Modell gemacht. These drawings are quite precious. I'm surprised Flora let you see them. What happened to the bird? Did it die? I don't know. Seems likely though, doesn't it? Was hat denn der zum Vogelbuch Where did you gesagt? find that? It was in the library. Really? How odd. Okay. Vielleicht kann Pipi dazu mehr sagen. I wanna know what happened to the bird. Freya drew these, Yeah, I Yeah. think so. There's a note on the back. but she never showed them to me. Well, I think it was a gift for your mother. Like a private thing between Freya and Flora. Die sagen alle nichts dazu. Dass das anderen nicht auch klar wird, dass das Messer vielleicht kein Messer ist, sondern eine Feder. Aber das erklärt trotzdem nicht, warum da mit Blut drauf gemalt wurde. Vielleicht findet sie das ja interessant. Does Flora still own that bird? Do you know? Don't think so. The drawings are from a few years ago. I see. Das war's schon wieder. Mann, wieso sagen die alle nicht richtig was dazu? Okay, wir fragen nochmal den Gärtner. Einfach nur für Shira. Und dann schauen wir uns mal... Yeah. There's a note on the back too. Schauen wir uns mal die restlichen Zimmer an. She was even closer to Flora than I realized. Verwechsel ich das gerade? Warte, wer ist nochmal mit wem verwandt? Freya war nicht... War Freya die Tochter von Flora? Oh, ich wollte dich gar nicht drauf ansprechen. Ich wollte... Flora... Nee, das ist nur eine Freundin. Fifi ist die Tochter. Okay. Wusste ich nicht mehr. Warte. Freya... Enge Freundin, Flora auch eine Freundin. Felicia und Damien das. Okay. Dieses ganze, wer von wem, so, wer wessen Kind ist und so, das habe ich immer noch nicht so richtig raus. Ups. Das wollte ich klicken. Hier können wir ja noch nicht raus. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da lang. Und arbeiten uns dann nach oben. Musikzimmer. Okay. Oh, das ist jetzt die, über die schon ständig geredet wurde. Are they paper lanterns? Hast du Flora nach dem Bild gefragt? Habe ich gemacht, ja. Sie hat Whatever nichts they dazu are, gesagt. I like them. It's like a little parade of floating spirits. Ja, schon voll schön. Oh, und auch die ganzen Pflanzen von oben. Wie auch immer das geht. Oh, whatever it is, it's playing a little trumpet.
Well, it is the music room. Die Verbindung zwischen den Figuren kannst du mal wieder nachschlagen. Das kann ja wirklich kein Mensch im Kopf behalten. Ja, es sind auch wirklich viele Leute, It's gotta practice. muss ich What's with all the sagen. broken glass? Vor allem, wenn man halt auch noch nicht alle kennt und schon über Leute geredet wird, wie über sie. Hier wird, glaube ich, ständig geredet. Aber wir treffen uns jetzt zum ersten Mal. Glasspitz. Oh. Das ist auch kaputt. Wieso ist das alles kaputt? Großen Glashorn. Es befindet sich ein offensichtlicher Riss entlang des Glashorns der Statue. Befinden sich mehrere Scherben Glas. Okay. Was da? Sheet music. It's Ach so. handwritten. That's a lot of notes. Looks pretty difficult. Probably why they're on the floor. Smells like a forest in here. Oh. Der Raum gefällt mir. Das ist voll schön. Ja, I like this. Das ist ganz okay. Mit weniger potenziell Verdächtigen wäre es kein klassisches Murder Mystery. Ja, stimmt. Kennst du das Spiel schon? Hast du das selber gespielt? Who plays the violin, I wonder? It's pretty dusty. So I'm guessing nobody. One old wooden bookcase. Oh, ich würde Kerzen nicht so direkt neben Bücher stellen. 25 dry old books. Mm-hmm. 4 lit candles. Yeah. Am I the only one seeing the problem? Nein. Einfach, vor allem, die haben ja nicht mal ein Glas um sich. Und hier ist halt alles Holz und Pflanzen und so. Das ist nicht gut. There's a faded mural on the wall. Was die Erzieherin spricht wieder. Wegen den Kerzen. Was? Ja, es ist halt auch einfach. Das macht man halt auch einfach nicht. So Kerzen so offen irgendwo hinstellen, oder? Ich hab's durch, ist aber Monate her. Ich erinnere mich nicht mehr an alles. Halt aber trotzdem zum Plot lieber die Klappe. Alles klar. When I was a kid, I never knew the difference between a mural and a mosaic. Wie hat's dir aber gefallen? Fandest du das Spiel gut? Kinder den sicheren Umgang mit Kerzen beibringen. Blub. Ja, dem Chat hier den sicheren Umgang mit Kerzen beibringen. You still don't know, do you? Wenn ihr es offensichtlich nicht könnt. Aber überall Kerzen verteilen sieht auch schön aus. Ist das Feuer nicht so schlimm? Moment. No. Moment. Don't know about that. Alright, you got your wish. Spooky murder mansion? Gruselige Spooky Mördervilla. murder mansion. Okay, was haben wir da? It's a globe. Ja, For globing. fürs Globieren. That's just daylight, right? What else would it be? Ich fand es ziemlich klasse, gerade auch von der Präsentation. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war der letzte Akt der Story aber eine etwas andere Spielmechanik. Oh, okay. Bin ich gespannt. Außerdem haben wir gelernt, Kerzen ist Selfcare. Nein. Nicht, wenn es ein Fire Hazard ist und nicht, wenn du daran sterben kannst. Lieber romantisch verbrennen als nie heiß sein. Don't. Leute. Don't. It's one of those big pianos with the open lids. Don't touch it. Why not? Might be haunted. Okay, reden wir mal mit ihr. Oder ist noch irgendwo was? Gesehen habe, da unten. Alright, you got your wish. Spooky murder Spooky murder mansion. Ah, nee, okay. Ist da was? Das, Alright, you got Spooky spooky murder. murder mansion. okay, reden wir mit ihr. Ghost. Sally, that's rude. Unless she is a ghost. It may come as a disappointment, but I am alive. Ah, That makes you a suspect, I'm afraid. I know. what's your name?
My name is Poppy. I'm a pointer. And a pianist. We'll need to ask you a few questions about Freya. I know. Hey, you're pretty good. All in the wrist. And 13 years of dedicated practice. Die ist irgendwie cool. Aber sie hat lila Haare, natürlich ist sie cool. Ich glaube, ich bin echt anspruchslos, was das angeht. Wenn Leute bunte Haare haben, bin ich Fan von ihnen. Das ist echt, ja. Es kommen nur noch 2 andere Leute. Scheint fast so. Oder? Boah, ich weiß gar nicht so mehr. Erstmal soll ich ein bisschen was über sich selbst sagen. Die Animation erinnert mich halt wirklich an diese schlechten Zelda-Spiele, also weil die manchmal so stark gestikulieren wie eben. Don't say that. Das... Und auf Gamelan. Ja, ich will die so gerne spielen. Ich muss das jetzt echt mal herausfinden, wie ich die spielen kann, dass ich die auch streamen kann. Weil ich es so gern spielen würde. Ich hätte da so Bock drauf. Ja, irgendwann werde ich es machen. Und dann könnt ihr alle mit mir leiden. Bestimmt trotzdem irgendwie lustig oder so. Können wir mir vorstellen. Schauen wir mal. Ja genau, aber die Animation ist ja nicht das Spiel an sich. Ja, die Animation in diesen Zelda ist halt auch echt nicht so gut. Ach Gott, meine Haare schon wieder. Ich hasse das so sehr. Du weißt also dich und uns alle quälen, aber bist gegen schöne Kerzen überall in der Wohnung. So, ja. Also wenn das Spiel schlimm genug ist, dann können wir hier auch überall Kerzen aufstellen. Auch neben meine Bücher und so und dann einfach nur hoffen, dass die umkippen. Okay. Sorry. Hab gerade eine Nachricht auf Discord bekommen. Wurde abgelenkt. Die haben auch andere Spiele animiert. Keine Ahnung. Okay, sie soll mal was über sich erzählen. Poppy? I'm just me. There's nothing to know. How are you related to the other pointers? My father Guck is wieder. Percival Pointer. Was? Wild am Flirten? Professor. Wieso wild am Flirten? Was? Mit wem flirte ich? Wo flirte ich? Spends most of his time hidden away in his tower. Barely speaks to anyone these days. Especially not the fellows. Do you get on with the fellows? 2 of them. Fifi and Freya are my closest friends. Auf Discord. Ich äußere mich dazu nicht weiter. We all turned 19 last year. Do people ever leave Tangle Tower? I don't mean to be rude. It's just, if you're 19... You don't have to answer that, Poppy. It's a fair question. I'd like to move away. Definitely. Fifi, Freya, and I would often talk about it, argue about it. Freya wanted to leave, but Fifi... Things are more complicated for her. What about now? After what happened, I really don't want to stay here much longer. Stimmt, weil Fifi ist ja die... Oder? Fifi ist die das Ganze erben wird. Das Haus und so. Deswegen kann die nicht einfach weg. Der Vortag. Erzähl mal, was du so gemacht hast. 3.5 hours of piano practice. Soon as Die- I wake up. Same as always. Erinnert mich irgendwie so an diese alten Serien. Wie sind das? Dark oder Pepper Ann. Daran erinnert mich das gerade irgendwie voll. Weiß nicht warum. Aber irgendwie muss ich gerade voll daran denken. 3.5. Does that not hurt your hands? Sure. And you do this in the music room? No, I prefer to practice in my room. When I make mistakes, I like to make them in private. What did you do after that? I was supposed to meet Fifi in the library, but I totally forgot. When I finally got down there,
she'd already gone. I checked her bedroom, but it was locked. Was Fifi not in there? No idea. She keeps her door locked either way. So I went back upstairs and out into the moonlight garden. The what? The little garden on the roof outside my room. Was it just you up there? No. Fitz came outside after a while. His room's on the other side. He's been teaching me about flowers. So, did you talk to him? Not really. You ignored each other. I didn't say that. Okay. Achso, Aussage ist immer das, wo sie sagen, wo sie alles lang gelaufen sind. Okay. Gott, Papa Ann. Das habe ich immer angeschaut. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Genauso wie an Dark. Bei Dark weiß ich nur noch, dass das Intro immer cool war. Wie er so diese Linie gezeichnet hat und um die Linie rum irgendwie alles passiert ist. Und er hat immer Tagebuch geschrieben. Aber sonst keine Erinnerung mehr daran. Und an Pepper Ann einfach nochmal viel weniger. Die hatten beide einen ähnlichen Zeichenstil, glaube ich. Fitz and I were up in the moonlight garden most of the afternoon. Then we heard this sound. Lasted about 3 seconds. I've been trying to decide how to describe it, but I'm struggling. It was like something drilling into a piece of metal, but different. Worse. I was pretty sure it was coming from Flora's tower, so we went up there to check. Her door was locked. Nobody was answering. I knew Freya and Flora were both supposed to be in there, so I made Fitz kick down the door. I went inside. Freya was lying on the floor. Flora was in the room too? Yeah. I think she realized what had happened at the same moment I did. I didn't know what to do, so I ran downstairs to get Fifi. Her door was still locked, but I knocked and shouted at her. Eventually she let me in. The lights were off, but I could see she'd already been crying. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. First time I've ever seen her angry. I dragged her out into the hall. My father was there too, for some reason. The three of us went back up to Flora's tower. Then Felix arrived. He had Penny with him. Fifi had this idea. She wanted to do some kind of scientific test. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. After she was done, she went back upstairs and I went back to my room. That's it? That's it. Okay. Dafür, dass sie in jeder Geschichte irgendwie vorkommt, war es ein bisschen wenig. Ich weiß nicht. Also, ich weiß halt auch nicht, inwiefern die uns so Sachen verheimlichen davon. Oder kann es sein, dass alle oder mehrere da irgendwas verheimlichen? Oder dass halt echt nur eine Person der die Mörderin ist und weiß nicht. Ach, Dark. Ich hatte die ganze Zeit Dark verstanden. Ja, sorry. Meine schlechte Aussprache. Hallo, meine Lieben. Na, wie geht's? Auch hier. Öfter hier. Der Vogel hat bestimmt so einen schrillen Schrei, das Glas und andere Sachen platzen oder sowas. Könnte sein. Wäre eine Erklärung dafür, dass alles irgendwie kaputt ist. Hier überall so einzelne Strähnen, die mich einfach nerven. Egal. Das Voice Acting ist auch so gut. Ja, oder? Ich bin so begeistert von diesem Spiel. Fällt mir richtig gut bisher. Okay, erstmal über sie selbst. That's Ja? me. I'm on a list of murder suspects. Always thought that would be kind of cool, but it's just tedious. Falls a little short, doesn't it? Ach, Mut. Frauenstimmen sind alle so schön warm. Warm? Sind Stimmen warm und kalt? Das habe ich noch nie gehört. Aber gut. Etwas gestresst, gerade mit Mutti über gendergerechte Sprache und die Wittenberger Judensau diskutiert. Letzterem keine Ahnung, was das ist.
aber das klingt anstrengend. Nicht so schrill. Okay. True, die Charaktere sind eh sehr interessant. Ja, voll. Befragen wir sie mal. Und die haben sogar beide lila Haare. Jetzt wären sie wie füreinander gemacht. Okay, erstmal Freya. Hard of head, but free of mind. Unimprisoned, unconfined. With starry eyes, she sees beyond. Behind our walls, beneath our pond. A soul untied. It's hers, it's free. Was then, is now, will ever be. Okay. Fifi? Between the lips a silver spoon, a story written all too soon. The chosen dwelling of her heart, unjustly chosen to depart. Hast du jetzt... Her liberation lays in the center of a maze. Hat die jetzt für jeden Charakter ein Gedicht? Da muss man ja voll aufpassen und zuhören, was die sagt. weil es sonst nicht so einfach verständlich ist. Damn. Ich weiß nicht, ob das für die Uhrzeit noch so gut ist für mich. Needless noise from tongues expel, unless within the mouth they dwell. The spoken word, unfit for dealing with the shifting form of feeling. Stand unblinking in the face of taciturn and soundless space. Foregone drifter, holding fast. Days as shadow seeker past. Is it bravery or surrender? Accepting that your world will render nothing darker than the gloom. Some four walls make round a room. Okay. Ja, Automod mag dich heute nicht so. Ja, ich meine halt so eine tiefere, nice Frauenstimme. Okay. Lief an der Kirche in Wittenberg, Juden, die halt einem Schwein einen Lingus verpassen. Irgendwo ist eine Klärplakette am Boden angebracht, aber ja. Ob man das Ding da lassen muss oder es weg kann, weil antisemitisch hoch 3 erscheinen sich die Geister. Oh damn. Oh damn. Das ist halt total weird. Wieso sollte es sowas? Also, gibt es denn irgendeinen sinnvollen Punkt, dass das da bleiben sollte? Ist doch total abgefuckt, aber eine gute christliche Kirchengeschichte. Yay, cool. Oh, damn. With surging tide, the waves are thrown. An entity of all its own. But on its surface you may see, reflected in the waters be, the orchestrator, pale and still, pulling strings, enacting will. Warte nochmal. I'm sorry. Surging tide, the waves are thrown. An entity of all its own. But on its surface you may see, reflected in the waters be, the orchestrator, pale and still, pulling strings, enacting will. Okay. Wieso Puppenspieler? Und Fitz, kommt da jetzt ein Liebesgedicht? Softly does the flower grow, all in time, and time is slow. Rest a seed within the earth, but do not rush its gentle birth. Hour by hour, day by day, tune your heart to nature's way. Okay. Ich hoffe, ich rede zu den Gegenständen nicht mehr in Gedichten. Es wird historisch, ja, aber trotzdem. Weird. Okay, erzähl uns was über den Tangle So there Tower. are two families living in Tangle Tower? 3 pointers and 5 fellows. 4 fellows. What's the connection between them? There isn't one. Not really. It was all built by the Remington family. Flora is a Remington, originally. So was Primrose, my mother.
She married into the Pointers and Flora married into the Fellows. So, the Fellows and the Pointers own the house now? Flora owns the house. Depending on who you ask, that means her husband Felix owns it too. What about your father? His claim over the house kind of fell apart after my mother left. Where's your mother now? No idea. Ich muss leider ins Bett huschen, aber euch noch einen schönen Abend beim Rätseln. Die Kerzen später aus. Danke fürs Vorbeischauen. Dir auch noch, also schönen Abend, wahrscheinlich eher nicht, aber gute Nacht, schlaf gut. Komm gut in die nächste Woche und bis bald. Okay. There's something I noticed about Freya's knife wound. Aha. From what we could tell, the blade went in at an exact right angle, perpendicular to Freya's body. And there's only one small pool of blood. Nothing on Freya's hands, or anywhere else. The whole thing is just a little too peaceful. Weird. Okay. What do you make of the statue? I know that's the only harp in the whole of Tangle Tower. I've never actually seen a real one. Maybe it's from before your time. Oh, definitely. You see how old this statue is? What about the symbols? One of them looks like piano keys. Yeah, weird. This is mine. Really? No, well, yes, it was. I gave it to Freya about a year ago. What was on it? Nothing. It was blank. Freya said she wanted to record something. Any idea how it ended up underwater? Maybe someone wanted to destroy it, but got really lazy. Dann die andere Does Kassette. this belong to you, Poppy? Now that's not really my style, is it? But who else would own a tape like this? Literally anybody? Ha. Okay, die anderen haben meistens gemeint, dass das wahrscheinlich Poppy gehört, weil sie ja die mit der Musik ist, aber scheint nicht. It was my mother's originally. So, why is it up in Flora's room? She just gets the most use out of it. Freya would borrow it too sometimes. Don't you think that's weird? That the letter isn't addressed to anyone or signed by anyone? Someone's being deliberately secretive. Or they're trying to manipulate you. Könnte sein. When I first saw it, I thought it looked like Flora was holding a knife with blood on the tip. Ja. You don't think that anymore? No, it was a stupid thing to say. The room was dark. I was in shock. I'm just an idiot. But it was blood on the tip. If you hadn't said anything, maybe Fifi wouldn't have checked. Exactly. It's stupid. But we would have missed out on an important clue. Is it a clue? Really? Tell me how it's a clue. Tell me how it helps. Nothing about the knife makes any sense. It's just freaking everyone out. Wish I'd never said anything. Gut, wir wissen ja jetzt schon, dass es höchstwahrscheinlich einfach die Feder war. Wer rennt denn so quietschpink rum? Fifi hat jedenfalls pinke Haare, sonst gibt noch zwei andere Charaktere, denke ich mal. Also vielleicht gibt es sogar noch mehr. Vielleicht kann man dann irgendwie rumscrollen oder so. Glaube ich jetzt aber irgendwie nicht. Ja, schauen wir mal. Freya would always load up the palette with all the exact colors she was gonna need. I think it helped her zone out and focus on the actual painting itself. Like getting all your sheet music lined up before playing a long piece. Right. So the blob of black paint in the middle, that was for painting Flora? Flora's dress, yeah. She wears even more black than I do. Sorry, aber wer malt denn mit Schwarz? Also mit so viel Schwarz. Ist doch viel zu kontrastreich zu malen. Kommt jetzt die Kunstlehrerin raus. Aber, nee, irgendwie nicht so gut. Egal. Brutal Legend. Apropos schöne Frauenstimme. Sagt mir was. Ich hab die gespielt. What was inside? Nothing. Huh.
Why is the glass cracked down one side? Frag mich auch. Wear and tear, maybe? No way. Alles ist kaputt. Freya took good care of her stuff. Whose paints are those? They belong to Felix, I think. Ich merke es immer noch ein bisschen im Nacken von wann war denn das? Ich glaube Donnerstag, wo ich mir den Nerv eingeklemmt habe. Yay. Aber es ist schon wieder besser. Auch keine Playthroughs gesehen. Mit Jack Black als Hauptfigur. Ach, das war das. Ja, davon habe ich schon viel gehört, tatsächlich. Soll ganz cool sein. Und richtig, richtig weird sein. Ja. Is that supposed to be Flora? Possibly? Oh. How nice. Did you find that in Fifi's room? No. Should we have? No, it's just... It looks like something she'd use, don't you think? Ein Dönerwickel. Shira. Shira. The fuck? Bitte nicht. Dönerwickel fresse ich sie nicht aus Versehen mit. Nee, bisher noch. Oh Gott. Warme Falafel wirkt wunderbar. Falafel hatte ich erst gestern. Das war richtig nice. Augsburg hat einfach die besten Falafeln. Muss ich ja sagen. Sadly. Aber ja. Ist so. Oh, you've been to the greenhouse? What did you think? Impressive, I guess. But kind of unsettling with Fitz lurking in the shadows the whole time. Yeah, he does that. That belongs to Flora, I think. I think everybody sees something different. Did Freya ever tell you what she saw in it? Not exactly. She said something about it being from a recurring nightmare. Sorry, but if it was from a nightmare, why would you paint it and leave it in front of your bed? Maybe she wanted to take control of it. Giving something a physical form can make it easier to deal with. Well, sometimes. Stimmt. So, wir waren eigentlich noch bei sie auszufragen. Über zerrissene Foto. This is a photo of Fifi and Freya, right? Yeah, How come you're not in it? You're friends with them too, aren't you? I'm not really one for photographs. Fifi looks like she really admires Freya. Fifi's loyalty to Freya is unshakable. Zukowski, ist das mit der Weihnachtsbäckerei? Ich meine, nur weil wir mit deutschen Kinderliedermachern groß geworden sind und nicht mit Wiggles. Okay, aber diese Kinderlieder von früher, die sind halt auch nochmal was anderes als Wiggles, würde ich sagen. Diese Wiggles geht ja, also von dem, was ich da so gesehen habe, habe ich das Gefühl, es geht mehr so in die Richtung wie Blue's Clues und so ein Zeug. Also das sind halt so diese Kinderserien. Nicht unbedingt nur Kinderlieder, sondern auch so Serienzeug. Das... Ich weiß ja nicht. Ich glaube, es ist nochmal was anderes. Wobei Kinderlieder allgemein einfach grausam sind echt die krassesten Ohrwürmer, die man nie los wird. Dich nie. Wenn du dann jeden Tag aufs Neue in diese Kita gehen musst und dann wieder dieselben Kinderlieder gespielt werden oder dieselben, oder die, selbst wenn keine Musik läuft, die Kinder trotzdem diese Lieder singen. Es ist nicht gut, Leute. Es ist echt nicht gut. Aber gut. Ja, ist ein bisschen aufgekratzter. Hat so ein bisschen was von Teletubbies. Ja, voll. Kinder heute lernen wir Unterschiede. Omni, poly, bisexuell. Keiner weiß genau. Doch, du bist ganz speziell. Cora zeigt dir ganz genau, mag man ihr Gender oder nur Mann und Frau? Gott.
Ja. Alright. Gut, das stimmt natürlich mit den Ohrwürmern. Meine Tochter ist 5 und ich mache das auch ständig mit. Wobei ich ja erst letztes Wochenende, wo ich in Berlin war ich ja auch bei einem Kind und habe mich da auch dazu gesetzt und Kinderserien angeschaut. Und die waren voll faszinierend. Aber da wurde nicht die... Wobei, doch in dem einen wurde auch gesungen. Aber in den meisten wurde nicht gesungen. Damn. Das war schwierig. Die Gitarre raus und singt schief. Ja, okay. Fragen wir es mal weiter. Hey, that's me. Not a bad likeness. It looks like you're standing in a rose bush. Is there something wrong with that? Is that Fifi's diary? I'm sure I've seen it in her room before. That's where we found it. Have you ever read it? Do you know what's written in there? Nope. I'm sure she wouldn't appreciate me invading her privacy. I thought you and Fifi were close friends. Yeah, we are. It's just Fifi's gotten kinda impatient with me recently. Do you know why? I'm not sure. I'm sure she'd tell you if you asked. Oh, she would. She'd give it to me straight. Probably why I've been avoiding it. Vielleicht echt so ein bisschen dieses Ding, wenn zwischen Poppy und Fitz was läuft und Fifi sich so ein bisschen außen vor fühlt. I don't know. Maybe. Is that a gardening trowel? Yeah, I think it belongs to Fitz. Really? Huh. Never seen him use it. How sweet. Don't look at me. I didn't break it. Does anybody else use the music room? Yes. I don't know who, but I can tell when somebody else has touched the piano. Okay. Interessant. Aber gut, jetzt haben wir alles. Er ist ja nicht so ganz schlau. There's something about that diary we found in Fifi's room. Something suspicious. Ah. Let's ask her about it. Haben wir jetzt da direkt einen Verdacht, den wir bei... Not sure. Vielleicht erstmal die ganzen anderen Leute... Ich weiß nicht, wollen wir... Das sieht nach so einem riesigen Raum aus. Ist der wirklich so riesig? Oder wirkt er nur so? Können wir mal reinschauen.